Um das Jahr 1000 vor Christus begann in den Regionen Skandinaviens und Norddeutschlands eine langsame kulturelle Entwicklung, die von der Archäologie als die Entstehung germanischer Stämme interpretiert wurde. Diese Entwicklung markierte jedoch nicht die Geburt eines homogenen Volkes, sondern vielmehr die langsame Ausprägung einer gemeinsamen kulturellen Identität unter einer Vielzahl lose verbundener Gemeinschaften. Zu dieser Zeit gab es keine zentralisierten Reiche oder befestigten Städte. Das Leben spielte sich in kleinen, oft nur aus wenigen Langhäusern bestehenden Siedlungen ab, die hauptsächlich aus Holz und Lehm errichtet waren. Die Menschen lebten in einer engen Beziehung zu einer oft unwirtlichen, von dichtem Wald und Mooren dominierten Landschaft. Die Grundlage ihrer Existenz bildeten der Ackerbau und die Viehzucht, ergänzt durch Jagd. Diese frühen Gemeinschaften waren Träger der sogenannten Jastorfkultur der frühen Eisenzeit. Ihre Landwirtschaft war noch wenig entwickelt, was zur schnellen Erschöpfung der Böden führte. Daher waren die Siedlungen oft nur temporär bewohnt. War der Ertrag der Felder erschöpft, zog die Gemeinschaft weiter, um neue, fruchtbare Plätze zu suchen. Diese Notwendigkeit, aufgrund ökonomischer Zwänge den Standort zu wechseln, kennzeichnete das Leben dieser frühen germanischen Gruppen. Entgegen späteren römischen Darstellungen von Isolation und reiner Wildheit war Germanien kein von der Außenwelt abgeschlossener Raum. Schon in dieser frühen Eisenzeit gab es einen regen kulturellen und kommerziellen Austausch. Es bestanden lose Kontakte zu skandinavischen Händlern im Norden und, im späteren Verlauf, zu den Kelten im Süden. Die Germanen dieser Frühzeit waren demnach primär sesshafte Bauern, die sich durch Wanderungen und Tauschhandel langsam kulturell formierten. Ihre politische und soziale Struktur war flexibel, ihre Gemeinschaften waren klein und dienten vorrangig dem unmittelbaren Überleben in einer herausfordernden Umgebung. Die Gemeinschaften im Norden sahen sich über die Jahrhunderte hinweg gezwungen, ihre angestammten Siedlungsgebiete zu verlassen. Diese mühsamen Wanderungen, bei denen ganze Gruppen, Männer, Frauen und Kinder, ihre spärliche Habe auf einfache Karren luden, waren seltener die Folge kriegerischer Aggression, als vielmehr eine Reaktion auf simple, doch brutale natürliche Faktoren. Schlechte Ernten, ein kälter werdendes Klima oder schlicht Überbevölkerung in einem begrenzten Raum. Dieser stetige Druck trieb die germanischen Stämme, die zuvor die Nordseeküsten und Skandinavien bevölkerten, in einer langsamen, jahrhundertelangen Bewegung nach Süden, wodurch sich der Raum zwischen Rhein und Weichsel allmählich füllte. Dieser Marsch war kein koordinierter Angriff, sondern ein langsames, stetiges Ausweichen. In den südlichen Regionen der Wälder trafen die vordringenden germanischen Stämme auf eine Zivilisation, die bereits wesentlich reicher und dichter organisiert war, die Kelten. Die keltischen Gesellschaften verfügten über größere Siedlungen, beherrschten fortgeschrittene Techniken des Handwerks, insbesondere der Eisenverarbeitung, und pflegten komplexere politische Strukturen. Das Auseinandertreffen dieser beiden Kulturen, die germanischen Zuzügler und die etablierten keltischen Gemeinschaften, war unausweichlich und führte sowohl zu Konflikten um fruchtbares Land als auch zu intensivem kulturellen Austausch. Die germanischen Gruppen lernten von ihren südlichen Nachbarn. Sie übernahmen landwirtschaftliche Methoden, eigneten sich Waffentechnologie an und integrierten sogar keltische Wörter in ihre Sprache. Die Vorstellung einer isolierten germanischen Entwicklung ist daher historisch nicht haltbar. Die Germanen agierten als Schüler und Konkurrenten zugleich. Sie waren gezwungen, sich in immer größeren Verbänden zu organisieren, was eine direkte Folge der Notwendigkeit war, sich gegen die etablierten keltischen Gruppen zu behaupten und das gewünschte Land zu sichern. Die Flexibilität der germanischen Stämme, sich ständig neu zu formieren und Bündnisse zu schließen, entwickelte sich in dieser Phase zu ihrer entscheidenden Überlebensstrategie. Lange Zeit bildete der Rhein die unbeständige, oft überschrittene Grenze zwischen den keltisch-germanischen Kulturen und dem sich ausbreitenden Einfluss der Römischen Republik. Um das Jahr 120 vor Christus kam es jedoch zu einem Ereignis, das die antike Welt tief erschütterte. Die Stämme der Kimbern und Teutonen begannen eine gewaltige Wanderung aus ihren nordischen Heimatgebieten. Die Ursache für diese Massenbewegung lag wahrscheinlich in einer verheerenden Naturkatastrophe, möglicherweise einem Klimawandel oder schweren Überschwemmungen.
Diese Wanderung war keine langsame Infiltration, sondern die koordinierte Bewegung von Hunderttausenden Menschen, einschließlich des gesamten Trosses mit Frauen, Kindern und Vieh. Nachdem sie Gallien durchquert hatten, überwanden sie die Alpen und stießen unaufhaltsam in die unmittelbare Einflusssphäre Roms vor. Dies stellte den ersten großen Schockmoment für die Republik dar. Rom reagierte auf die drohende Gefahr mit großer Arroganz und massiver Unterschätzung der Gegner. Die Konsequenzen waren katastrophal. In den Schlachten von Norea 113 v. Chr. und insbesondere bei Arausio 105 v. Chr. wurden die römischen Armeen vernichtend geschlagen. Bei Arausio erlitt Rom eine der schwersten Niederlagen seiner Geschichte, was den Namen Germanen, wie sie die Römer nun bezeichneten, zum Synonym für Furcht und Barbarei machte. Obwohl diese wandernden Stämme militärisch die volle Chance gehabt hätten, gegen die damals wehrlose Stadt Rom vorzugehen, taten sie dies nicht. Ihre Motivation war primär nicht die politische Eroberung, sondern die Suche nach neuem, fruchtbarem Land und reicher Plünderbeute. Ihre Strategie war reaktiv und improvisiert, nicht auf imperiale Herrschaft ausgelegt. Sie zogen weiter. Dieser Umstand rettete Rom vor der unmittelbaren Zerstörung und erlaubte es der Republik, sich unter Gaius Marius militärisch neu zu organisieren. Die Kimbern und Teutonen wurden schließlich zwischen 102 und 101 v. Chr. in Oberitalien besiegt. Die Ereignisse dienten Rom als blutige Warnung und leiteten eine tiefgreifende militärische Reform ein. Nach dem überwältigenden Schock durch die Kimbern und Teutonen zog die Römische Republik eine harte Lehre, die das Vorgehen späterer Feldherren prägte. Als Gaius Julius Caesar um 58 v. Chr. mit der Eroberung Galliens begann, traf er erneut auf germanische Gruppen, die den Rhein überquerten und unter ihrem Anführer Ariovist in die keltischen Gebiete vordrangen. Caesar sah sich in der Notwendigkeit, seine militärischen Erfolge in Gallien politisch zu rechtfertigen und gleichzeitig die Grenze des Römischen Reiches klar zu definieren. Er griff zu einem simplen, aber wirksamen politischen Kalkül. Er zog kurzerhand eine willkürliche Linie, den Rhein, und erklärte alle Stämme diesseits als noch zivilisierbare Gallier und alle jenseits als die wilderen Germanen. Diese Unterscheidung war in erster Linie Propaganda, die Caesar für seine eigenen Berichte über den Gallischen Krieg nutzte. Er kategorisierte die Stämme als Germani transrhenani, also Germanen jenseits des Rheins, um eine klare ethnische und militärische Trennung zu schaffen. Die archäologische und historische Realität sah jedoch anders aus, da Kelten und Germanen bereits seit langem auf beiden Seiten des Flusses vermischt lebten. Caesar simplifizierte eine komplexe ethnische Lage zur militärischen und politischen Notwendigkeit. Die Germanen wurden dadurch in der römischen Vorstellung zum ewigen Feind und zugleich zum militärischen Reservoir. Caesar ließ im Jahr 55 v. Chr. Brücken über den Rhein bauen und überschritt ihn zweimal mit seinen Legionen. Dies diente primär als demonstrativer Machtbeweis, um die Germanen einzuschüchtern und die Botschaft zu senden, dass römische Truppen überall vordringen konnten. Obwohl die Eroberung Germania Magna noch nicht stattfand, wurde der Rhein durch Caesars Maßnahmen zur scharfen militärischen und kulturellen Trennlinie, die die Geschichte Europas für die folgenden Jahrhunderte prägen sollte. Jahrzehnte nach Caesars Machtdemonstration versuchte das Römische Reich, das Land östlich des Rheins, bekannt als Germania Magna, dauerhaft in sein Imperium einzugliedern und zur Provinz auszubauen. Unter dem Statthalter Publius Quintilius Varus sollten die Region befriedet, die Stämme zivilisiert und die römische Verwaltung sowie das Steuersystem etabliert werden. Rom war überzeugt, die germanischen Stämme seien bereits unterworfen und an die römische Ordnung gewöhnt. Im Jahr 9 nach Christus nutzte der germanische Adlige Arminius, der selbst das römische Bürgerrecht besaß und als Kommandeur von Hilfstruppen in der römischen Armee gedient hatte, dieses Vertrauen aus. Er kannte die römische militärische Organisation und Taktik bis ins Detail. Arminius gelang es, eine lose Allianz verschiedener germanischer Stämme, darunter die Cherusker, Katten und Marser, zu vereinen. Sein Plan war es, Varus und seine Legionen in einen Hinterhalt zu locken. Die römischen Legionen, die Legio 17, 18 und 19, befanden sich auf dem Marsch, vermutlich auf dem Weg in ihr Winterquartier, als Arminius die Falle zuschnappen ließ. In den dichten, feuchten Wäldern und Morasten des Teutoburger Waldes
die moderne Forschung vermutet den Ort heute bei Kalkriese, brachen die germanischen Krieger über die ahnungslosen Römer herein. Es entwickelte sich keine geordnete Feldschlacht, sondern ein blutiger, tagelanger Hinterhalt. Die Überlegenheit der römischen militärischen Präzision und Disziplin konnte in dem unwegsamen, engen Gelände nicht ausgespielt werden. Die germanische List und die Ortskenntnis der Angreifer siegten. Das Resultat war eine der verheerendsten Niederlagen in der römischen Geschichte. 3 ganze Legionen wurden ausgelöscht. Varus fiel in der Schlacht. Der Sieg der Germanen war politisch ein Erdbeben. Er endete die langfristigen Pläne Roms, Germanien dauerhaft als Provinz zu beherrschen. Kaiser Augustus gab die expansive Germanienpolitik auf und zog die Grenze des Reiches auf den Rhein zurück. Arminius wurde in der Folgezeit als Befreier und Nationalheld verklärt, obwohl sein Erfolg primär auf seinem römischen Wissen und seiner Fähigkeit zur strategischen Bündnisbildung beruhte. Die Schlacht im Teutoburger Wald sicherte die formelle Unabhängigkeit des Großteils Germaniens östlich des Rheins, führte jedoch paradoxerweise zu einer Zunahme der Militarisierung und des Kontaktes mit dem Reich entlang der befestigten Grenze. Trotz des Sieges im Teutoburger Wald und der formalen Unabhängigkeit Germaniens östlich des Rheins bedeutete dies für die Stämme keine Rückkehr zur Isolation. Im Gegenteil, die Niederlage Roms führte zu einer Intensivierung der Beziehungen entlang der nun befestigten Grenze. Der Rhein wurde zum Limes, der nicht nur als militärischer Schutzwall diente, sondern auch als wirtschaftliche und kulturelle Austauschroute. Rom etablierte ein System von Klientelstämmen in der freien Germania. Diese Stämme wurden regelmäßig mit Geldzahlungen und Gütern versorgt und im Gegenzug dafür verpflichtet, die römische Grenze gegen andere als feindseliger eingestufte Stämme zu sichern. Diese Zuflüsse von römischem Geld und Gütern führten zu einem rapiden Anstieg des Wohlstands und der gesellschaftlichen Differenzierung innerhalb der germanischen Gemeinschaften. Die Kriegereliten wurden reicher und mächtiger. Die Germaner wurden dadurch durch Rom geformt. Römische Importwaren, Münzen und Waffen prägten fortan die materielle Kultur der germanischen Oberschicht. Die militärische und politische Organisation wurde komplexer, was die Bildung immer größerer Stammesverbände wie der Franken, Alemannen und Goten ermöglichte, die oft aus Beute- und Machtinteressen entstanden. Das wahre Vermächtnis der Germanen lag in ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie wurden nicht nur als Feinde, sondern auch als Hilfstruppen und Siedler in das Römische Reich integriert. Ihre späteren Reiche, während der sogenannten Völkerwanderung entstanden, basierten nicht auf der Zerstörung, sondern auf der Übernahme und Nutzung verwaister römischer Verwaltungs- und Militärstrukturen. Die Geschichte der Germanen war somit eine Geschichte der ständigen Vermischung und des kulturellen Transfers, bei dem sie aus einer einfachen bäuerlichen Existenz zu den Gründern der mittelalterlichen Königreiche Europas wurden.